Von bis ist alles dabei. Ja. Von bis. Ja. Von durchgeknallt bis Etepetete. Ja. Und wenn man sich irgendwie zwischendrin einordnet, ist das, glaube ich, völlig okay. Da könnte man noch was machen, da könnte man noch was machen. Ein bisschen schneller, ein bisschen lauter. Ja, wenn ich das umgebaut mag, es muss mir gefallen und niemand anderem sonst. Für mich ist es so ein Kindheitstraum. Ich habe immer schon davon geträumt, wollte schon immer so ein altes Ding haben. Ich hätte auch nie gedacht, dass das irgendwann mal klappt. Und ich genieße das genauso, halt damit rumzufahren. Und du merkst auch, dass du auf der Straße Kinder siehst, die auch sich danach umdrehen und auch sagen, ey, ist ein Porsche. Und genauso ging es mir auch. Und ich genieße das total. Ja. Und es gibt einfach ein ganz anderes Zusammenhaltsgefühl. Das ist so, man trifft sich, man sieht sich auf der Straße, man grüßt sich. Das ist ein Gefühl, was man sich da irgendwie erschafft. Nicht nur reines Autofahren, sondern ein Zusammenhalt. Das ist gar nicht so richtig beschreibbar, oder? Ja. Also ich sag mal so, die Autos sind ja schon von Original aus sehr, sehr gut, also sehr schön. Aber ich sag mal immer so, du solltest, oder wir sind halt so die Typen, die das gerne ein bisschen modifizieren, um auch ja, die eigenen Ideen einzubringen, um das für sich nochmal individuell zu machen. Ne? Die können einfach alles. Ob einen Langstreckenbomber wie ein Panamera oder so ein Mutti-Bomber wie so ein Cayenne oder halt ein 911er, der einfach eine Macht ist. Die können es einfach. Gut, die Mutti-Bomber, ja. Also Porsche an sich ist auch schon stockgeil, aber es gibt immer was zu tun, man kann immer was machen. Und ich weiß nicht, es macht einfach auch Bock. Da könnte man noch was machen, da könnte man noch was machen. Ein bisschen schneller, ein bisschen lauter. Ein Sportwagen hat einen Sinn und Zweck. Der funktioniert im Alltag, auf der Rennstrecke, überall. Ein Cayenne kann grundsätzlich eigentlich alles, bis auf die Rennstrecke. Also original kann das auch jeder. Ne? Da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack und ich finde, so entstehen, wenn du so auf den Platz hier guckst, entstehen ja lauter individuelle, eigenständige, eigene Autos. Jeder nach seinem Geschmack. Wie im normalen Leben auch. Finde ich auch. Also ich stehe auf breite, tiefe Autos und bei Porsche finde ich es halt so, dieser Grad zwischen, es ist jetzt zu tief und nicht mehr so gut fahrbar und High Performance und genau das macht Porsche aus. Finde ich so dieses Balancieren. So, wenn jeder das Gleiche fahren würde und das halt alles gleich aussieht, dann hättest du halt nicht diese ganze Vielfalt und somit wäre das auch ein bisschen langweilig. Ne? Und so siehst du halt von jedem ein bisschen etwas, ne? Ein bisschen umgebaut, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber alles halt ein bisschen individuell. Ne?
Vielleicht werden wir als Prolls gesehen, aber ich sehe mich nicht so. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich glaube nicht mal, dass wir als Prolls gesehen werden, also gerade auch mit den älteren Kisten nicht. Aber wenn man mal irgendwo hinguckt oder auf die Rennstrecke geht und das ist irgendwie eine Charity-Veranstaltung mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Marken, Porsche funktioniert. Das hat nichts mit Prollen zu tun, die Technik ist einfach top, da haben Ingenieure sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Das ist das, was überall funktioniert, vor allen Dingen auf der Rennstrecke. Was nennt man Proll? Klar ist man stolz, so ein Auto zu fahren, aber ein Proll, nein. Wenn ich angeben wollen würde, dann würde ich mir überall meinen Namen noch raufklatschen vielleicht oder eine riesen Theke hinten raufbauen. Es passt aber nicht, für mich persönlich, da jetzt so einen riesen Flügel raufzubauen. Aber ich finde den für mich, ich finde den tiefer geiler. Ich wollte richtig Sound haben und einfach ein schnelles, geiles Auto fahren. Was sagt ihr jetzt zu den Porsche-Fahrern, zu den Alteingesessenen, die sagen, so ein Auto darf man nicht tunen, sowas muss man original lassen? Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Ich finde, es ist wie mit allem anderen auch. Es ist mal der eigene Geschmack. Ja. Wenn ich das umgebaut mag, es muss mir gefallen und niemand anderem sonst. Und wenn es dann Leute gibt, nee, das macht man so nicht, dann ist das deren Meinung. Das akzeptiere ich voll. Ja. Ich kann das auch voll nachvollziehen, wenn die sagen, nee, das haben Leute genauso konstruiert, bitte lass das so. Kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich will mal einen individuellen Touch da rein haben, bin ich auch auf deren Seite. Die Autos haben was zu erzählen. So. Das ist kaputt an manchen Stellen, da fehlt was, da ist was abgebrochen. Aber das ist ja das, was so ein Auto dann mit sich trägt. Und wie gesagt, kann jeder die Meinung haben, verstehe jeden, der seinen 911er, was auch immer, so lässt, wie er ist, weil es einfach funktioniert. Es läuft vom Band und funktioniert einwandfrei. Aber absoluter Schwachsinn zu sagen, soll man nicht machen. Also es gibt verdammt viele Porsche und von daher ist es völlig okay, dass jeder sein Ding macht und leben und leben lassen. Ich persönlich will meinen umbauen, ich will den individuell für mich gestalten und will mir meinen Porsche bauen. Und wer auch immer seinen Porsche original lassen will, der kann das gerne tun. Es gibt genug Porsche, jeder kann sich ausleben. Genauso wie mit allen anderen Marken. Jeder soll das machen, was er möchte. Und finde ich immer ein bisschen unfair, weil die wollen ja auch nicht hören, so ja, es ist voll langweilig, dass du dein Auto Stock lässt. Von bis ist alles dabei. Ja. Von bis. Ja. Von durchgeknallt bis Etepetete. Ja. Und wenn man sich irgendwie zwischendrin einordnet, ist das, glaube ich, völlig okay. Na, es gibt halt einfach keine Missgunst unter den Porsche-Leuten. Da ist es nicht, oh, du fährst Porsche, ne? Also, das ist ja kein Tuning-Auto, das gehört nicht dazu. Die verstehen sich einfach alle.
Und ob die jetzt GT3 fahren oder ob du nur den Boxster fährst oder sonst was, jeder feiert dich, jeder feiert dein Auto, egal wie es ist. Keiner sagt, oh, das ist aber nur das, nur das. Es ist einfach ein Miteinander und jeder versteht dich, ob du es umbaust oder nicht. Das ist eine Leidenschaft. Ne? Porsche ist nicht einfach nur ein Auto, das ist wirklich, das verbindet auch extrem. Gibt es trotzdem, lustigerweise, wenn du im Alltag unterwegs bist, das wird dir passieren, das passiert mir. Es gibt Porsche-Fahrer, die sehen dich nicht. Und es gibt die Porsche-Fahrer, die an der Tankstelle auf dich zukommen und dich fragen, was mit dir nicht stimmt. Die es aber total cool finden. Und dann gibt es halt die kommen raus. Ich würde ihm gern sagen, dass er ein cooles Auto fährt. Er beachtet mich aber einfach nicht, weil ich fahre ja nur so ein 10.000 Euro Tonne da. Ja. Und, aber an für sich sind eigentlich alle echt coole Dudes und offen für alles. Gibt immer den Sonderling, der sagt so, geh mal weg, aber ja. Ansonsten sind die alle schwer in Ordnung, kann man echt nichts sagen. Ich denke, es gibt halt einfach die Menschen, deren Fahrzeuge Geschichten erzählen und deren Fahrzeuge halt keine Geschichten erzählen. Und das sind halt gerade die Sammler, die halt einfach nur kaufen, weil die Dinge halt einfach preisstabil und teurer werden. Und es gibt einfach die Menschen, die halt auch mal mit 300 über die Bahn ballern, vielleicht auch mal eine Leitplanke mitnehmen. Die durch den Wald fahren und einfach ganz genau wissen, welcher Baum welchen Kratzer gemacht haben. Ich finde, sowas sollte Geschichten erzählen. Und wenn man halt einfach das Publikum erwischt, das gerne Geschichten erzählt, dann kann man da ein wunderbares Treffen raus machen.